Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prohaska Digilog. Heute geht es um die Berechnung der Steigungen. Mehr dazu nach der Intro. Bis gleich. Hallo, ich bin der Serge. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich zunächst einmal ganz herzlich Danke sagen an euch alle. Und zwar habe ich jetzt die erste magische Schwelle von 100 Abonnenten erreicht oder überschritten. Vielen herzlichen Dank hierfür. Freut mich natürlich. Ich gehe davon aus, dass es euch Spaß macht und ich hoffe, dass ich euch nicht enttäusche und euch weiterhin unterhalten kann. Vielen herzlichen Dank. So, nach dem letzten Mal habe ich jetzt ein bisschen vorwärts gemacht und ich möchte euch jetzt zeigen, wo ich angelangt bin und wo die Knacknuss liegt. Hier kommen die Gleise jetzt also aus dem Schattenbahnhof raus und gehen dann langsam in die Steigung über. Übrigens habe ich hier den normalen Peko-Abstand wieder benutzt. Und dann geht es hoch. Hier kommt dann so ein kleiner Tunnel hin. Und geht rüber auf das zweite Segment. Ach ja, diese Brücke. Auf der alten Anlage habe ich sie zu einer Straßenbrücke umfunktioniert. Jetzt habe ich sie ihrer eigentlichen Bestimmung zugeführt, habe sie auseinandergenommen und mache eine doppelspurige Eisenbahnbrücke draus. Die Schweizer Bundesbahnen mögen mir verzeihen, wenn ich sie so verunstaltet habe, dass sie jetzt aussieht, als wäre sie seit 30 Jahren nicht mehr gewartet worden. Aber vielleicht gebe ich hier ja irgendwann mal ein paar Gleisarbeiter zur Hilfe, die ihr dann wieder ein frisches Aussehen verleihen sollen. Ja, und dann geht es also um das Berechnen der Steigung bei dieser Brücke. Wie berechne ich das? Was ist die Prozentzahl hier? Ich will ja keine Zahnradbahn einbauen, also muss das einigermaßen stimmen, aber wie rechne ich das aus? Leider bin ich kein Mathe-Genie. Da habe ich gedacht, naja, gehe ich halt meinen alten Mathelehrer besuchen und frage den mal, was er meint. Hat sich auch sehr gefreut, dass er mich gesehen hat, hat nämlich die Augen zum Himmel gerichtet. Oh, fand ich sehr nett. Und dann hat er mir ein paar Dinge gesagt und ich möchte euch zeigen, was er mir so alles erklärt hat. Also zunächst hat er gefragt, wie viel Prozent Steigung brauchst du? Sage ich, ja, 3%. Hast du das ausgerechnet? Nee, habe ich ausprobiert. Das funktioniert ganz prima. Sehr gut. Und wie rechnest du das aus? Ja, wenn ich 1 Meter habe, dann habe ich eine Spantenhöhe von 3 Zentimetern. Das sind dann 3%. Richtig, sagt er. Aber was ist denn mit der Dicke des Brettes? Ach so, ja, das muss ich natürlich noch abziehen. Also wenn ich 6,5 Millimeter Dicke des Brettes habe, dann muss meine Spantenhöhe anders berechnet werden. Wenn ich also die Strecke mal die Prozent rechne, ergibt das meine Spantenhöhe, aber minus die Dicke des Brettes, 6,5 mm. Also auf 1 Meter mal 3, das gibt 3 cm minus 6,5, also muss meine Spante 2,35 cm hoch sein. Okay, dann habe ich das jetzt kapiert. Aber jetzt habe ich alles schon irgendwie gebaut und jetzt habe ich eine gewisse Strecke und ich habe eine gewisse Höhe. Wie rechne ich das denn aus? Na, hat er gesagt. Du musst 2 Dinge wissen. Erstens, wie lang ist deine Strecke? Und zweitens, wie viel Höhe hast du? Zum Beispiel,
Hast du eine Höhe von 3 cm und eine Strecke von 100 cm, dann sind das deine Prozent, weil 3 geteilt durch 100 ergibt 0,03, sprich 3% Steigung. Na gut, dann fangen wir wieder von vorne an mit der Messerei. Und zwar, nee, nicht außen, hat er gesagt. Das innere Gleis muss gemessen werden, weil das äußere hat ein paar Zentimeter mehr, also muss die genaue Höhe vom inneren Gleis bestimmt werden. Also gut, fangen wir wieder an. Hier ungefähr ist der Nullpunkt. Ja. Dann haben wir hier 40 Zentimeter. So, dann hier habe ich meine 260 und hier bin ich auf 270. Und weil es so schön ist, gehen wir noch eins weiter. Dann habe ich hier 280 Zentimeter. So, jetzt brauche ich zwei Dinge. Zum ersten muss ich wissen, was meine Höhe der Spante samt Brett ist. Und das sind 9 Zentimeter. Und als zweites brauche ich jetzt einen Taschenrechner oder auch ein Telefon. Weil ohne geht bei mir nichts. Kopfrechnen geht nicht. Jetzt muss ich nur die Kamera ein bisschen dunkler stellen, sonst seht ihr hier überhaupt nichts. Also ich nehme die Höhe von 9 cm, teile die durch die Strecke von 280 cm und bekomme das Resultat 0,032. Mit anderen Worten, ich habe hier eine 3,2%ige Steigung drin. Also das Ende der Auffahrt auf dem linken Segment hat eine Höhe von 4,2 cm, 42 mm. Gut. Wenn jetzt also mein Mathelehrer korrekt ist, dann müsste ich jetzt 42 durch 129 teilen, weil 129 ist die Länge der Auffahrt. Und siehe da, ich bekomme das Resultat 0,32, also 3,2% Steigung. Perfekt. Danke, Herr Lehrer. Jetzt kann ich also auch ausrechnen, was für eine Steigung ich bei der Brücke haben muss. Meine Brücke hat eine Länge von 17 cm. Das mal 3,2 ergibt 54,4. Also eine Steigung oder ein Höhenunterschied von 5,4 mm. Und so muss ich jetzt auch keine Zahnradbahn bauen. Jetzt ist aber genug gerechnet. Jetzt kann ich weitermachen mit dem Gleise verlegen. Und hier bei diesem Übergang benutze ich meine alten Gleise aus dem Schattenbahnhof. Die waren ja kerzengerade, dann nehme ich einfach diese Gleise, mache ein bisschen ein Puzzlespiel und schaue, wie ich die irgendwie wieder zusammenkriege, damit die passen, und werde die dann schön einsetzen. Da ich die oberen Platten immer mal wieder abnehmen muss, zwecks Einbau der Weichenantriebe oder der Verlegen der Kabel oder später auch irgendwann mal, muss ich ja vielleicht auch mal einen Weichenantrieb umtauschen. Ich muss also, um die Gleisübergänge passgenau zu haben, eine Hilfe haben, und dazu benutze ich Holzdübel. Diese Holzdübel werden an 4 Punkten pro Platte eingesetzt und die werden mir dann helfen, dass die Platten passgenau wieder drauf gehen. Der erste Dübel sitzt, jetzt muss ich den noch markieren und dann kann ich ihn passgenau abschneiden.
und einsetzen. Irgendein Zuschauer hat mal gemeint, oh je, das dauert ja noch lange, bis bei dir das erste Bäumchen steht. Nun, es soll mir keiner nachsagen, ich würde nicht auf meine Zuschauer Acht geben. Bitteschön, das erste Grasbüschelchen ist gesetzt. So, das war meine Weihnachtsausgabe 2022. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich wünsche euch und euren Familien ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Und da ich davon ausgehe, dass wir uns dieses Jahr nicht mehr sehen, wünsche ich euch auch noch alles Gute für das neue Jahr und sage bis dahin, tschüss, macht's gut und vor allen Dingen bleibt gesund.